Beim Aerophone Pro kannst du verschiedene Parameter für den Blas- und den Bisssensor verändern. Ich bin Christoph und habe die wichtigsten Einstellungen bei meinem Aerophone Pro für diese Sensoren ausprobiert. Und in diesem Video möchte ich dir erklären, was dabei geschieht und welche Parameter du anpassen kannst, um den Blas- und den Bisssensor beim Aerophone AE30 persönlich zu konfigurieren. Willkommen zurück zum nächsten Video über das Aerophone Pro von Roland. In meinem letzten Video habe ich das Software-Update gezeigt für dieses Instrument. Falls du das verpasst hast, dann findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Und falls du in Zukunft keine Videos mehr verpassen willst von mir, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Heute geht es um das Mundstück des Aerophone Pro, beziehungsweise um die Einstellungen für den Blassensor und den Bisssensor. Damit es aber nicht nur um Technisches geht, habe ich am Ende des Videos noch ein kurzes Müsterchen geplant, das ich vorspielen werde, in dem du 3 der unzähligen Sounds des Aerophone Pro hören kannst, nämlich die Trompete, die Posaune und die Tuba. Starten möchte ich aber mit einer Antwort auf eine relativ häufige Frage, nämlich ob man das Mundstück beim Aerophone Pro reinigen kann, bzw. wie man das reinigen kann. Das geht ganz einfach, man kann das Mundstück nämlich entfernen. Du solltest dabei allerdings etwas vorsichtig sein, um den Bissstab, der im Mundstück ist, nicht zu verletzen oder zu verbiegen. Das geht aber ziemlich gut, das Entfernen. Und wenn du das Mundstück entfernt hast, dann kannst du das einfach mit Wasser ausspülen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Achten solltest du natürlich darauf, dass du das Rohrblatt nicht abbrichst oder verletzt. Falls du dennoch früher oder später ein Ersatzmundstück brauchst, dann kannst du das Mundstück auch einzeln kaufen, das ist nicht besonders teuer. Ich habe dir einen Affiliate-Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die Standardeinstellungen beim Blas- und beim Bisssensor des Aerophone Pro bereits ausgezeichnet funktionieren. Falls du also zufrieden bist mit den Werkseinstellungen, brauchst du natürlich nichts zu verändern. Alle Einstellungen, über die ich jetzt spreche, findest du im Systemmenü des Aerophone Pro. Das heißt, wenn du auf den Menü-Button klickst und dann durchscrollst, bis du zum entsprechenden Parameter gelangst. Als erstes empfehle ich, den Bisssensor zu kalibrieren. Das ist ein automatischer Vorgang, der aber wichtig ist, weil der Bisssensor ja nur dann zuverlässig funktioniert, wenn das Instrument den Unterschied kennt zwischen dem maximalen Druck auf den Bisssensor, also wenn du das Rohrblatt bis an das Mundstück presst, und keinem Druck auf das Rohrblatt, also wenn du das Mundstück in Ruhe lässt. Und um diese Grundkalibrierung vorzunehmen, findest du im Menü den Punkt Byte Calibration. Wenn du dort angelangt bist, dann musst du, bevor du weiter etwas auswählst, das Rohrblatt mit dem Finger an das Mundstück pressen. Und während du das so hältst, drückst du bei der Byte Calibration dann auf Yes und dann erfolgt diese automatische Kalibration, die du dann mit einem Klick auf den Menü-Button speicherst, und wenn das geschehen ist, kannst du das Rohrblatt wieder loslassen. Als nächstes wirst du wahrscheinlich den Byte Control Mode einstellen wollen. Dort gibt es 3 Varianten, entweder Sax oder E-Wind oder Off. Wenn du Off auswählst, dann wird der Bisssensor ausgeschaltet. Das bedeutet nichts anderes, als dass du unabhängig davon, wie stark du auf das Mundstück beißt, immer einen schönen geraden Ton erhältst. Im Prinzip hast du bei der Einstellung Off dann ein Mundstück wie beim Yamaha YDS 150, das gar keinen Bisssensor hat. Wenn du E-Wind eingestellt hast, dann dient der Bisssensor dazu, einen Soundeffekt auszulösen, nämlich ein Vibrato. Das heißt, wenn du stärker auf das Mundstück beißt und dann wieder locker lässt, und zwar schnell hintereinander, also quasi mit dem Kiefer zitterst,
dann wird das Vibrato ausgelöst. Wie sensibel das Instrument reagiert, wenn du diesen Vibrato-Effekt auslösen willst, das kannst du einstellen im Parameter ByteSense. Dort gibt es eine Skala von 1 bis 10 und je höher du den Wert setzt, umso einfacher ist es, das Vibrato auszulösen. Ich vermute aber, dass die meisten Aerophone Pro-Spieler beim Byte Control Mode Sax einstellen werden. Dann bekommst du nämlich ein Mundstück, das ähnlich funktioniert wie ein Saxophon-Mundstück oder ein Klarinettenmundstück. Das heißt, wenn du stärker auf das Mundstück beißt, erhöht sich der Ton etwas und wenn du schwächer auf das Mundstück beißt, dann sinkt der Ton ein bisschen. Und um einzustellen, wie stark diese Tonhöhenveränderung ist, sind zwei Einstellungen wichtig beim Aerophone Pro, nämlich Byte Center und Byte Range. Beim Byte Center geht es darum, festzulegen, wo dein Standardansatz ist. Also wie stark, dass du auf das Mundstück beißt, wenn du ganz normal spielst. Und ausgehend von diesem Standardwert erkennt das Instrument dann, wenn du stärker als normal auf das Mundstück beißt, jetzt will er den Ton etwas erhöhen und wenn du den Ansatz locker lässt, jetzt soll der Ton etwas sinken. Beim Parameter Byte Center gibt es Werte von 1 bis 70, die du einstellen kannst, oder den Wert Auto. Dann erkennt das Instrument automatisch, wo dein Standardansatz liegt. Und ich habe diesen Wert immer auf Auto belassen, das funktioniert für mich sehr gut. Aber du kannst natürlich mit festen Werten zwischen 1 und 70 experimentieren, um auszuprobieren, ob du einen bestimmten Wert bevorzugst. Die zweite Einstellung, die aus meiner Sicht einen viel größeren Effekt auf das Spielgefühl hat als der Wert bei Byte Center, ist die Einstellung beim Byte Range, beziehungsweise es gibt zwei Einstellungen, Byte Range Up und Byte Range Down. Und dort legst du fest, wie stark der Ton nach oben gehen soll, wenn du stärker auf das Mundstück beißt, also Byte Range Up, und wie stark der Ton sinken soll, wenn du weniger stark auf das Mundstück beißt. Das ist Byte Range Down. Du kannst den Wert von 0 bis 2500 verändern. Wenn du aber den höchsten Wert einstellst, 2400 bei Byte Range Up und Byte Range Down, dann ist der Effekt aus meiner Sicht schlicht nicht mehr kontrollierbar. Das klingt dann etwa so. Für das ganz normale Spielen empfehle ich eher tiefe Werte. Also ich habe zum Beispiel bei mir einen Byte Range Down von 50 und einen Byte Range Up von 20. Und das sind ähnliche Werte, die auch Roland empfiehlt. Roland empfiehlt nämlich abhängig vom Musikstil verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel für klassische Musik einen Byte Range Down von 50 und einen Byte Range Up von 0. Und wenn du Jazz spielen willst, wo du natürlich etwas mehr Pitch-Bending benötigst als bei klassischer Musik, dann empfiehlt Roland einen Byte Range Down von 100 und einen Byte Range Up von 50. Das waren die wichtigsten Einstellungen für den Bisssensor. Und dann gibt es noch zwei Einstellungen für den Blassensor, die aus meiner Sicht wichtig sind, nämlich Breath Adjust und Breath Curve. Breath Adjust beeinflusst, wie stark du in das Instrument blasen musst, bevor ein Ton erklingt. Wenn du den Wert ganz tief eingestellt hast, auf 1, dann musst du nur ganz wenig in das Instrument hineinhauchen und sofort erklingt ein Ton. Und wenn du den Wert hoch eingestellt hast, das Maximum ist 50,
dann musst du schon relativ stark hineinblasen, bevor überhaupt ein Ton erklingt. Ich rate eher davon ab, den Wert zu tief einzustellen, weil wenn du den Wert auf 1 hast, dann kann es geschehen, dass bereits ein Ton erklingt, wenn du das Instrument ansetzt, also bevor du richtig zu spielen beginnen möchtest. Und ich habe meinen Breath Adjust Wert deshalb bei 20 eingestellt. Bei der Breath Curve geht es um den Blaswiderstand. Also darum, wie stark du in das Instrument blasen musst, bis du zu einem Forte Fortissimo gelangst. Und wenn dieser Blaswiderstand niedrig eingestellt ist, dann musst du nicht besonders stark blasen und erreichst bereits ein Forte Fortissimo. Wenn der Blaswiderstand hingegen hart eingestellt ist, dann musst du sehr stark blasen, bevor du zu einem Forte und dann irgendwann zu einem Fortissimo gelangst. Es gibt bei diesem Parameter Einstellungen von L5 bis H5 und der Bereich zwischen L5, das ist am wenigsten Blaswiderstand, und L1 ist laut Roland eher für Anfänger gedacht. Und die Werte zwischen H1 und H5, das ist dann der härteste Blaswiderstand, ist eher für fortgeschrittene oder professionelle Spieler gedacht. Und in der Mitte gibt es den guten alten Mittelweg mit der Bezeichnung M. Ich habe auch mit M begonnen und bin ziemlich gut damit zurechtgekommen. Inzwischen habe ich das aber etwas erhöht und den Blaswiderstand auf H1 eingestellt. Ich empfehle, dass du das einfach ausprobierst. Du kannst das sehr gut erkennen, wie stark dieser Widerstand ist, wenn du in das Instrument bläst, wenn du den minimalen Blaswiderstand ausprobierst, L1, und den höchsten Blaswiderstand, H5, dann erkennst du eindeutige Unterschiede. Und wenn dir nach 5 Minuten Spielen schwindelig ist oder wenn du das Gefühl hast, dass du zu wenig Luft durch das Instrument durchblasen kannst, dann ist der Blaswiderstand wahrscheinlich eher zu hart eingestellt. Das waren die wichtigsten Einstellungen zum Blas- und zum Bisssensor des Aerophone Pro. Ich hoffe, es war hilfreich und falls ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Falls du noch Fragen hast dazu, dann kannst du sie gerne unten in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Oder du kannst auch beim deutschsprachigen Blaswandler-Forum vorbeischauen und dort deine Frage stellen. Das findest du unter iwi-player.ca/forum. Und jetzt habe ich, wie versprochen, noch 3 Sounds, die ich dir vorspielen werde, nämlich Trompete, Posaune und Tuba.